Bist du viel unterwegs oder arbeitest sogar als digitaler Nomade und bist dir nicht ganz sicher, ob du in Deutschland Steuern zahlen musst? Dann ist das Video wahrscheinlich genau das Richtige für dich, denn wir gehen der ganzen Frage der Steuerpflicht in Deutschland mal auf den Grund. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du viel unterwegs bist, dann kann das sein, dass du in Deutschland gar nicht steuerpflichtig bist. Ein wichtiger Punkt, ich rede hier vor allem über die Einkommensteuer. Die Umsatzsteuer funktioniert sowieso ein bisschen anders und es gibt auch grenzüberschreitende umsatzsteuerrechtliche Regelungen. Da habe ich schon vertiefende Videos aufgenommen. Ich verlinke dir eins mal hier oben rechts zum Thema Reverse Charge Verfahren. Hier geht es aber darum, musst du eigentlich Einkommensteuer in einem Land zahlen? Die Einkommensteuerpflicht in Deutschland richtet sich danach, ob du hier einen Wohnsitz hast oder einen gewöhnlichen Aufenthalt. Das heißt, es geht danach, wo du dich aufhältst. Nicht darum, welches Geschlecht du hast, wie alt du bist, aber auch die Nationalität, die spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Von der unbeschränkten Steuerpflicht kannst du immer ausgehen, wenn du entweder einen festen Wohnsitz hast in Deutschland oder wenn du mindestens 183 Tage im Jahr in Deutschland bist. Dann hast du einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Dann musst du in Deutschland dein gesamtes Welteinkommen versteuern. Das bedeutet, dass du das gesamte Einkommen, was du egal wo auf der Welt verdienst, in Deutschland versteuern musst. Wenn du in Deutschland aber keinen Wohnsitz hast oder keinen gewöhnlichen Aufenthalt hast, aber in Deutschland Einkommen hast, dann musst du auch Steuern zahlen. Allerdings nur auf das deutsche Einkommen. Dann giltst du nämlich als beschränkt steuerpflichtig. Der Haken an der ganzen Sache ist, dass du dafür viele Dinge, die du sonst in der Steuererklärung geltend machen kannst, nicht nutzen kannst. Als beschränkt Steuerpflichtiger kannst du zum Beispiel keine Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen geltend machen. Doch wie funktioniert die Versteuerung in Deutschland eigentlich, wenn du keinen Wohnsitz in Deutschland hast? Das geschieht ganz häufig durch den Auftraggeber oder das Unternehmen, mit dem du in Deutschland Kontakt hast. Wenn du beispielsweise Musiker bist oder Vortragsredner bist und eine weltweite Tournee machst, dann bucht dich in Deutschland ja jemand, irgendein Konzertveranstalter beispielsweise. Und dieser Konzertveranstalter behält ein wenig für die Steuer und führt es dann in Deutschland ab. Und damit hast du als Künstler, der nicht in Deutschland wohnt, in Deutschland trotzdem Steuern gezahlt. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Einräumung von Nutzungsrecht. Wenn du zum Beispiel urheberrechtlich geschütztes Material in Deutschland einem Unternehmen überlässt, dann ist dieses Unternehmen dafür verantwortlich, in Deutschland die Steuern abzuführen. Beispielsweise ein Buch oder Zeitungsartikel und so weiter. Eine vergleichbare Regelung kennst du mit Sicherheit auch von den Kapitaleinkünften. Bei Kapitaleinkünften, die in Deutschland entstehen, wird Kapitalertragssteuer einbehalten und die wird auch einbehalten, wenn du nicht in Deutschland voll unbeschränkt steuerpflichtig bist. Das Gleiche gilt übrigens auch für Aufsichtsratsmandate beispielsweise, die auch häufig aus dem Ausland kommen, in Deutschland aber Einkommen generieren. Kommen wir nach der unbeschränkten Steuerpflicht und der beschränkten Steuerpflicht zu der nächsten Art der Steuerpflicht in Deutschland. Und zwar, du bist einfach nicht steuerpflichtig. Das sind natürlich die meisten Menschen auf dieser Welt sind nicht in Deutschland steuerpflichtig. Wenn du in Polen wohnst, in Polen einen Job hast und da dein Geld verdienst und mit Deutschland überhaupt nichts zu tun hast, musst du in Deutschland natürlich keine Steuern zahlen. Wenn du dir das Ganze jetzt anschaust, dann kommst du vielleicht auf die Idee, dass das wirklich ungerecht ist. Wenn du in Deutschland einen Wohnsitz hast, dann musst du dein gesamtes Welteinkommen in Deutschland versteuern. Aber wenn du woanders einen Wohnsitz hast, aber in Deutschland Geld verdienst, musst du in Deutschland trotzdem nochmal Steuern zahlen? Führt das nicht dazu, dass wenn alle Länder das so machen würden, dass du ständig doppelt Steuern zahlst? Grundsätzlich ja. Allerdings hat sich der Gesetzgeber oder die Staaten untereinander da eine Regelung ausgedacht. Diese Regelung heißt Doppelbesteuerungsabkommen. Kennt man auch häufig als Abkürzung DBA. Wenn du wissen möchtest, ob es einen Vertrag zwischen zwei unterschiedlichen Ländern gibt, beispielsweise Deutschland und Österreich, dann kannst du einfach mal Deutschland-Österreich DBA googeln und wenn du da was findest, dann gibt es offensichtlich so ein Abkommen. In diesem Abkommen ist geregelt, wie mit dem Einkommen umgegangen wird, was in dem jeweiligen anderen Land schon mal versteuert wurde. Als Beispiel, du hast als Deutscher österreichisches Einkommen und du hast in Österreich auf dieses österreichische Einkommen auch schon Steuern gezahlt. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, in Deutschland müsstest du grundsätzlich das Welteinkommen versteuern, was unfair wäre. Was passiert jetzt mit dieser Steuer, die du in Österreich schon gezahlt hast? Da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Erstens die Freistellung dieser Einkünfte. Das heißt, wenn du das Einkommen irgendwo anders schon versteuert hast, dann ist dieses Einkommen in Deutschland steuerfrei. Die zweite Methode ist die Anrechenbarkeit der ausländischen Steuer. Es könnte ja auch sein, dass du dieses Einkommen in Deutschland zwar nochmal versteuern musst, aber die Steuer, die du darauf schon gezahlt hast, und zwar an den anderen Staat, dass du die in Deutschland anrechnen kannst. Das heißt,
du zahlst insgesamt weniger, vielleicht tatsächlich auch gar nichts, wenn im Ausland mehr Steuer erhoben wurde. Dann kann es schon dazu führen, dass du nochmal Steuern zahlen musst, aber du kannst zumindest die Steuer, die schon mal gezahlt wurde, anrechnen und es kommt nicht dazu, dass du zweimal aufs gleiche Einkommen Steuern zahlen musst. Wie das in deinem konkreten Fall geregelt ist, kann ich dir leider nicht sagen, weil Deutschland hat mit nahezu jedem anderen einzelnen Land so ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Da müsstest du tatsächlich in diesem Abkommen nachlesen, wie das in deinem konkreten Fall gehandhabt wird. Wenn du gar kein DBA findest zwischen den beiden Ländern, dann kann es leider durchaus häufiger dazu kommen, dass du tatsächlich doppelt Steuern zahlen musst. Ich hoffe, dieses Video konnte dir einen guten ersten Überblick geben. Ich weiß, es geht jetzt nicht so richtig in die Tiefe. Das liegt aber auch daran, dass bei dem Thema ausländischen Einkünften sehr viele individuelle Faktoren eine Rolle spielen. Wie gesagt, Deutschland hat mit fast allen anderen Ländern einen eigenen Vertrag, also ein eigenes Abkommen. Wenn du da einen Fall hast, der ganz konkret ist und du weißt da nicht weiter, dann schreib deine Frage gerne mal unten in die Kommentare und ich versuche dir weiterzuhelfen. Wenn du in Deutschland allerdings steuerpflichtig bist und dir denkst, dass du gerne einen Steuerberater hättest, der deine ganze Buchhaltung und Steuererklärung für dich erledigt, damit du dich gar nicht mit diesen Themen auseinandersetzen musst, dann kann ich dir schon mal sagen, das ist grundsätzlich eine gute Idee und ich kann dir auch sagen, dass wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich sind. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung und einmal hier. Oder schau dir einfach unsere weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Neben Nutzungsrechte.